any more people will arrive soon, so we are kind of waiting. And it's very interesting to be aware of what is waiting. Während wir jetzt hier gerade nicht wissen, ob noch mehr Leute kommen, warten wir auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist sehr interessant zu schauen, was wartet da eigentlich. Something will begin, but it hasn't begun yet. Etwas wird beginnen, hat noch nicht angefangen. So this is a particular kind of bardo. It's kind of intermediate period. In gewisser Weise ist das ein Bardo, ein Zwischenstadium. We're sitting in this room, so we're not really free to get up and walk about. Wir sitzen hier in einem Raum und haben auch nicht hier jetzt die Option, aufzustehen und rumzulatschen. We're kind of nowhere. Irgendwie sind wir nirgends. So some people sit and look a little bit in meditation. Manche von uns sitzen meditativ da. Other people fidget a bit. Andere wackeln rum. Because what should we do? Was sollen wir nämlich machen? What do you do when you're waiting? Was macht man, wenn man wartet? It's a very interesting period. There's a lot of possibility, but it's as if the permission for the activation of the possibility lies outside yourself. Ein sehr interessanter Zeitabschnitt, denn der enthält ungeheuer viele Möglichkeiten. Aber das, was die jeweiligen Möglichkeiten uns gestatten würde zu erleben, diese Erlaubnis dafür, die soll von außen kommen. Then we can think about how much of our life is spent thinking about the future. Und da können wir in dem Zusammenhang darüber nachdenken, wie viel Zeit unseres Lebens wir damit verbringen, an die Zukunft zu denken. Organizing our mind and our resources in terms of something which hasn't arrived yet. Unseren Geist und unsere Ressourcen zu ordnen in Hinsicht auf etwas, was bis noch nicht begonnen hat. So, being bored and waiting is very helpful. Darum ist gelangweilt zu sein und warten zu müssen sehr hilfreich. Nowadays it's more difficult because people have mobile phones and they can check when somebody is going to come. Heutzutage ist es schwieriger, weil die meisten ein Mobiltelefon haben und kurz nachschauen können, ob jemand schon auf dem Weg ist oder wann die Person kommt. But if you're sitting in a cafe waiting for a friend, you're displaced. Wenn man im Café sitzt und auf eine Freundin oder einen Freund wartet, ist man quasi irgendwie, als wäre man hätte man keinen richtigen Platz dort. If you weren't waiting for them, your life would move on in a different way. Wenn man nicht auf diese Person warten würde, würde unser Leben sich in einer anderen Art und Weise fortbewegen oder entwickeln. So these moments of interruption can be very useful. Auf diese Weise sind diese Unterbrechungsmomente, können die sehr nützlich sein. Because then we can feel the trajectory, the direction of how we would like things to go. Auf diese Art und Weise können wir spüren, was wir gerne hätten, wie die Sache sich weiter bewegen soll. But sometimes how it's not ripe, it's not ready. Und gleichzeitig zu spüren, dass es im Moment noch nicht reif dafür ist. So when we get a bit sick, it's also very helpful to have our life interrupted. Auch etwas krank zu sein kann sehr hilfreich sein, um eine Unterbrechung herzustellen für unser And we Leben. start to see, oh, my life is made out of ideas. Dann kann man beginnen zu erkennen, dass mein Leben aus Ideen, aus Vorstellungen besteht. Because I'm going to do this and that, and then next week I have to do that. Die Idee, ich werde dies tun, das tun, nächste Woche muss ich das machen. And then you get a bit sick and you have to go to bed and all the plans collapse. Und dann wird man ein bisschen krank, muss sich ins Bett legen und alle Pläne brechen zusammen. But life goes on. Und das Leben geht weiter. Breathing in and out, Einatmen, ausatmen, eating and shitting, drinking and pissing. essen und scheißen, trinken und Pipi machen. The basics are there. Die Grundlagen sind da The plans were not so very essential. und die Pläne stellen sich als nicht so essentiell heraus. So interruptions help us to see how intoxicated we get with these bubbles of ideas and these streams of future projection. Das heißt, diese Unterbrechungen helfen uns festzustellen oder zu bemerken, wie beschwipst wir regelrecht sind von diesen Vorstellungsblasen und den Projektionen, von den Vorstellungen, Ideen über die Zukunft. Maybe we do just a little simple sitting practice
to relax and arrive and get used to being a little bit more spacious. Vielleicht führen wir einfach ein bisschen Sitzpraxis durch, um uns zu entspannen, wirklich hier anzukommen, ein bisschen mehr Raum zu spüren, weiter. You can do some shine. Wir können Schiene machen. Shine means quietening the mind. Das bedeutet, den Geist zur Ruhe zu bringen. The reason we want to quieten the mind is so that we are able to see the busyness of the mind. Der Grund dafür, dass wir den Geist zur Ruhe bringen möchten, ist, dass wir dadurch in der Lage sind, die Geschäftigkeit des Geistes zu If erkennen. the mind was really quiet, life would be impossible. Wenn der Geist wirklich still, ruhig wäre, wäre das Leben unmöglich. But when the busyness, the continuing movement of the mind is so seemingly necessary and essential and driven, then the possibility of choice becomes much less. Aber wenn die Bewegungen des Geistes, das so notwendig oder dringend erscheinen, so essentiell und wir geradezu davon getrieben werden, dann verringert sich sehr unsere Möglichkeit auszuwählen. The potential of our life arises through what manifests. Und das Potenzial unseres Lebens tritt in Erscheinung durch das, was sich manifestiert. What we see and hear that seems to be coming from outside, and what seems to arise inside as thoughts, feelings, memories. Das, was wir sehen, hören, was scheinbar von außen kommt und das, was in unserem Inneren erscheint in Form von Gedanken, Empfindungen, Gefühlen. We're drawn towards some things and not towards others. Und zu manchen Dingen fühlen wir uns hingezogen, zu anderen nicht. And so our life unfolds. Auf diese Weise entfaltet sich unser Leben. But do we have to follow that linking identification? Müssen wir diesen Verbindungsstücken von Identität folgen? We often find ourselves caught up in something before we had any sense of what was happening to us. Häufig entdecken wir plötzlich, dass wir in irgendetwas verstrickt sind, bevor wir überhaupt noch gemerkt haben, dass wir da irgendetwas bemerkt oder gespürt haben. We become angry and suddenly some argument, some turbulence is arising. Dann werden wir vielleicht zornig und plötzlich ergeben sich Turbulenzen in Form von Streit oder irgendwie in dieser Weise. And that's how we get lost. Auf diese Art und Weise verlieren wir uns. So the function of this meditation is to try to give us a moment to pause. Und der Zweck dieser Meditation ist, uns eine Möglichkeit der Pause zu eröffnen. It's a dualistic meditation, that is to say it works with subject and object. Das ist eine dualistische Meditationsmethode, in der wir mit Subjekt und Objekt arbeiten. And so we sit in a simple, erect way with our spine doing the work of holding everything in place. Wir sitzen schlicht einfach aufgerichtet, wobei unsere Wirbelsäule einfach alles am richtigen Platz hält. We breathe in a relaxed, easy way through the nostrils. Atmen ganz entspannt und locker durch die Nasenlöcher And we keep our attention on the flow of the breath. und lassen unseren Fokus auf dem Atemfluss verweilen. So this is our intention. What is going to be most important for me is simply the sensation at the nostrils. Das ist also unsere innere Ausrichtung. Das, was mir jetzt am wichtigsten sein wird, ist das Empfinden des Atems an den Nasenflügeln. By making this important, everything else is not important. Dadurch, dass das jetzt wichtig ist, wird alles andere nicht wichtig. So it's essentially a practice of reframing priorities. Tatsächlich ist es eine Praxis, also Prioritäten neu zu setzen. We all have many things in our lives which easily hook us and make us very active and busy. Wir alle erleben viele Dinge in unserem Leben, die gewöhnlich von uns Besitz ergreifen und mit denen wir uns dann beschäftigen. And as we know, these things are busy for us because we encourage them to be important for us. Und erkennen, dass diese Dinge für uns so starke Geschäftigkeit haben, weil wir sie dazu ermutigen, diese Wichtigkeit für uns auszufüllen. Other people have different priorities, Andere Leute haben andere Prioritäten. but for us this is essential. Für uns ist das aber essentiell. But when we decide to focus just on the breath, we are putting into question the power of this necessity.
Wenn wir uns aber dazu entschließen, nur auf den Atem zu achten, stellen wir diese Wichtigkeit dieser Notwendigkeit wirklich in Frage oder die Macht dieser Notwendigkeit. So if somebody has a tendency to be anxious, Wenn jemand zum Beispiel tendenziell ängstlich ist, and we say, oh, but you don't have to be anxious. muss man sagen, du musst nicht angespannt sein. They look at you, but I am anxious. Und dann gucken die einen an und sagen, aber ich bin angespannt. No, I don't have a choice. Ich habe keine Wahl. So when we do this Shine practice, we're starting to learn that even when we have patterns of feeling and thought and behavior that seem as if they are emerging from the marrow of our bones, it is not necessary to get caught up in them. Wenn wir also Schiene-Praxis machen, dann gibt es uns die Möglichkeit, dass wir diese Muster, die sich entfalten aus unseren Empfindungen, Gefühlen, Gedanken, die uns so vorkommen, als kämen die wirklich aus unserem Knochenmark, tatsächlich nicht diesen Stellenwert haben. This is the first level of freedom, Das ist die erste Ebene der Freiheit. the freedom of disengagement or renunciation. Die Freiheit der Entsagung, des sich Loslösens. We renounce involvement in the stream of thoughts and feelings and so on. Wir entsagen oder ziehen uns zurück von diesem Eingespanntsein in diesem Strom von Gefühlen, Gedanken, Vorstellungen. And we support ourselves in doing this by focusing on the breath. Und unterstützen uns dadurch, dass wir uns hier auf den Atem fokussieren. Just as when people decide to stop smoking, they often eat lots of sweets. So wie Leute, die sich dazu entschließen, mit dem Rauchen aufzuhören, anfangen, viel Süßigkeiten zu essen. So this is what the meditation is. Das ist die Meditation. Genauso. So whenever thoughts, feelings arise and you find you've wandered off, you just very gently bring your attention back to the breath. Wenn Gedanken und Gefühle in Erscheinung treten und wir feststellen, dass wir abschweifen, bringen wir unsere Aufmerksamkeit ganz sanft zum Atem zurück. It's very important not to analyze where you went, to try to make sense of it. Es ist sehr wichtig, nicht zu analysieren, wo man jetzt dahin abgeschweift ist, um einen Sinn zu entdecken da drin. And not to blame yourself. Und sich selber auch nicht zu beschuldigen dafür. Because most of us had experiences in childhood of criticism and correction. Die meisten von uns haben in ihrer Kindheit erlebt, kritisiert zu werden, korrigiert zu werden. In which there is a simple polarity of right and wrong. Mit dieser schlichten Gegenüberstellung von richtig und falsch. Doing things the correct way or making a mistake. Sachen auf die korrekte Art und Weise zu machen oder Fehler zu machen. And there's an anxiety that I shouldn't make mistakes. Und daraus entsteht diese Angespanntheit, keine Fehler machen zu sollen. So it's quite likely that that kind of irritation with oneself can arise in the practice. Und so ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Art der Irritation bezüglich einem selbst in der Meditation auch auftritt. And linked with that a disappointment. Und damit verbunden Enttäuschung. I should be able to focus my mind. Ich sollte doch in der Lage sein, meinen Geist zu fokussieren. All of these thoughts are irrelevant. Diese ganzen Gedanken sind irrelevant. We simply bring our attention back to the breath. Stattdessen bringen wir unsere Aufmerksamkeit wieder zum Atem zurück. And then that breath continues until we get lost again. Und dann atmen wir weiter, bis wir uns wieder verlieren. And then we come back again. Und dann kommen wir wieder zurück. And by doing it in that way, you find that the pulsation between being focused and being lost becomes more easy. Auf diese Art und Weise, wenn wir das so machen, bemerken wir, dass dieses Pulsieren zwischen fokussiert sein und sich verlieren leichter wird. Because if we think either I'm clear or I'm lost, Sobald wir denken, entweder bin ich klar oder ich verliere mich, it looks like these are two different categories. hat das den Anschein, dass es sich hierbei um zwei verschiedene Kategorien handelt. There's tea, there is coffee. Es gibt Tee und Kaffee. The coffee is in the coffee jar, the tea is in the box with the tea bags.
Und der Kaffee ist in der Kaffeedose und der Tee ist in der Teeschachtel. So we can know this is coffee, this is tea. Darum erkennen wir, das ist Kaffee, das ist Tee. But when you meditate, you realize there is no boundary wall. Wenn man aber meditiert, erkennt man, dass es da gar keine Abgrenzung That we have this slipping from one into the other very easily. Es rutscht ganz leicht von einem in den anderen Zustand. Distraction is just like a fish turning in water. Ablenkung ist wie ein Fisch, der sich im Wasser umdreht. So if you try to resist it, it's not going to work. Darum funktioniert es nicht, wenn wir versuchen, dem zu widerstehen. It's not about struggle Es geht nicht um Mühe or driving yourself, oder sich zu etwas zu zwingen. but very, very tenderly just coming back on track. Stattdessen sehr zärtlich einfach wieder zurück auf den Weg zu kommen. Because tenderness helps healing and integration. Zärtlichkeit fördert Heilung und Integration. And criticism and judgment increases splitting and separation. Kritik und Beurteilung fördert das sich trennen, die Spaltung. So, tenderness, non-aggression, non-criticism helps the path. Das heißt Zärtlichkeit, nicht aggressiv zu sein, nicht urteilend zu sein, hilft uns auf dem Weg. Okay, so we sit for a while. Wir sitzen ein Weilchen. So there are various stages of that kind of practice. Für diese Art der Praxis gibt es verschiedene Stufen. At first it's as if we're in the water a lot, carried along by the currents or whatever are rising. Und am Anfang ist es so, als wären wir im Wasser, wo die Strömung sehr viele Dinge mit sich trägt und die eben in Erscheinung treten. Then by being able to hold on to the breath for more time as a focus, it's as if we're on dry land. Und in zunehmendem Maße, in dem wir dazu in der Lage sind, den Fokus länger auf den Atem gerichtet zu halten, wird es so, als wären wir auf trockenem Land. Like a tired swimmer, we get a little bit of respite from the turbulence of the waves. Wie ein ermüdeter Schwimmer erholen wir uns ein bisschen von den Turbulenzen des Wassers. And then we want to trust that, oh, we can sit on the bank, now we can look at the water. Und dann beginnen wir Vertrauen zu fassen, dass wir hier am Ufer uns aufhalten können und dann das Wasser betrachten können. The mind is always moving. Der Geist bewegt sich pausenlos. And this idea of being on dry land in relation to the movement we start to see is an illusion. Und auf dem trockenen Land zu sitzen und diese Bewegung ständig zu betrachten, führt dazu, dass wir bemerken, dass es sich dabei um eine Illusion handelt. Because focusing on the breath is also activity. Denn den Atem zu betrachten ist ebenfalls Aktivität. So as we'll see when we progress into the text and with different kinds of practice, we want to move, as it were, into another metaphor. We want to be like space with the clouds passing through. Und je mehr wir jetzt hier beginnen, in den Text einzusteigen und auch durch die unterschiedlichen Praxisstufen zu gehen, wollen wir einen Wechsel vollziehen, dahingehend mehr wie der Raum zu sein, die Weite zu sein, durch die die Wolken hindurchziehen. Because there is no opposition or duality between the movement of the clouds and the wind and the stillness of the ever-open space. Denn dort gibt es keine Opposition oder Dualität zwischen der Bewegung des Windes und der Unbewegtheit dieser weiten Offenheit. The more we find the way into relaxing into this unchanging spacious awareness, Je besser wir uns in diese unveränderliche, weite Art des Gewahrseins entspannen können, the less effort we have to make to manipulate and organize the patterns of what is occurring.
desto weniger müssen wir uns darum bemühen, die Muster, die in Erscheinung treten, zu manipulieren und zu ordnen. This opens the door to the profound freedom of being untouched by whatever is occurring. Und das öffnet das Tor zu dieser tiefgründigen Freiheit, von all dem, was in Erscheinung tritt, nicht berührt zu sein. In the Dzogchen tradition, this is called kada, or primordial purity. In der Dzogchen-Tradition nennt man das Kadak oder die ursprüngliche Reinheit. That the mind, as awareness, is not touched by anything which arises. Dass der Geist, das Gewahrsein, nicht berührt ist von egal was auch immer in Erscheinung tritt. And yet, paradoxically, it's the basis for all the experiences that arise. Dennoch ist es paradoxerweise zumindest scheinbar die Grundlage für alles, was in So we Erscheinung have tritt. the familiar example of a mirror. Wir nutzen hier gern das vertraute Beispiel des Spiegels. That when the reflection arises in the mirror, it doesn't change the mirror. Sobald die Reflexion im Spiegel erscheint, ändert sie nichts am Spiegel. It changes how the mirror appears, Verändert lediglich, wie der Spiegel erscheint. because now the mirror is showing this particular reflection. Denn jetzt zeigt der Spiegel dieses spezifische Bild. But now you put something else in front of the mirror, Stellt man was anderes vor den Spiegel and this new reflection arises. und erscheint dieses neue Bild, There's no trace in the mirror of the previous reflection. ist in dem Spiegel von der vorherigen bildlichen Erscheinung keine Spur zu entdecken. Because the mirror has not been touched by the reflection. Weil der Spiegel von der Reflexion, von dem Bild nicht berührt worden ist. The mirror offers hospitality for the arising of the reflection of whatever is put in front of it. Der Spiegel stellt lediglich seine Gastfreundschaft allem zur Verfügung, was in diesem Spiegel sich spiegeln will. It doesn't defend itself against what is arising. Verteidigt sich nicht oder schützt sich nicht vor diesen Erscheinungen. And so what is arising fills the mirror, Das bedeutet, das, was in Erscheinung tritt, diesen Spiegel ausfüllt. and it is as if that is the mirror, Und es erscheint so, als sei das der Spiegel. but that is not the mirror. That is what is arising in the mirror. Das ist aber nicht der Spiegel, sondern das ist das, was im Spiegel in Erscheinung tritt. So this is the same for us. Für uns ist es ebenso. When we start to see that awareness is the luminous clarity or the illuminating power of the mind, the capacity to reveal what is occurring, Wenn wir uns klar wird, dass das Gewahrsein die strahlende Klarheit, die Kraft des Geistes ist, zu offenbaren, was sich da drin abspielt, then this is simply showing what is there. zeigt das einfach nur, was da ist, was vorhanden ist. It is the quality of the mirror, or the quality of awareness to show what arises. Es ist die Qualität des Spiegels, des Gewahrseins, das eben zu zeigen, was in Erscheinung tritt. What arises is in the mind, or in the mirror, Die Erscheinungen sind im Spiegel. but it doesn't tell you anything about the mirror. Sie teilen uns aber nichts über den Spiegel selbst mit. Except that the mirror illuminates. Außer der Fakt, dass der Spiegel das klar in Erscheinung treten lässt. If something very ugly is put in front of a mirror, Wenn man was sehr Hässliches vor einen Spiegel stellt, the mirror is filled with an ugly reflection, ist der Spiegel erfüllt mit einem hässlichen Bild. but it would be a bit stupid to say this is an ugly mirror. Es wäre aber sehr dumm zu behaupten, das sei ein hässlicher Spiegel. When you don't like to look at this image in the mirror, Weil man nicht dieses Bild im Spiegel nicht gerne anschauen möchte. that's terrible, Das ist furchtbar, but it's not the mirror. aber es ist halt nicht der Spiegel. If you see this point is very important, because this is the beginning of real freedom. Dieser Punkt ist wirklich wichtig, weil das der Anfang echter Freiheit ist.
So say for example you find yourself being very jealous. Wenn man sich zum Beispiel sehr eifersüchtig fühlt. You don't really want other people to know that you're jealous. Möchte man nicht, dass andere Leute das bemerken, dass man eifersüchtig It's ist. not a pleasant feeling. Das ist kein angenehmes Gefühl. And it's a bit embarrassing. Und auch peinlich ein bisschen. I'm jealous. Ich bin eifersüchtig. I don't want to be jealous, Ich möchte nicht eifersüchtig sein. but I am jealous. Aber ich bin es trotzdem. No, jealousy is a reflection arising in the mind. Nein, denn Eifersucht ist einfach eine Reflexion, die im Geist in Erscheinung tritt. Now I am experiencing the non-duality of being relaxed, open and calm, Jetzt erlebe ich diese Nicht-Dualität, dass ich entspannt bin, offen, ruhig and completely pissed off with you. und total angenervt von dir. I'm not really pissed off. Ich bin nicht wirklich angenervt. I'm only showing that. Ich zeige das nur. Es erscheint nur. Clearly, enlightenment and the higher hypocrisy are pretty close together. Hier ist eindeutig, dass Erleuchtung und die höchsten Formen von Heuchelei zusammenkommen. This is what we want to see, that there is the freedom of non-contamination. Das ist, was wir entdecken wollen, dass es diese Freiheit gibt, diese Freiheit, nicht kontaminiert zu sein, nicht verschmutzt zu sein. And because I'm not going to be contaminated by the content of my mind, Weil ich durch den Inhalt meines Geistes nicht verunreinigt bin, I can start to be honest about it. kann ich auch ehrlich damit umgehen. I can start to think, oh yes, I'm selfish. Und man kann dann denken, oh ja, ich bin egoistisch. And because I'm not experiencing now this as a total definition of myself, Weil ich das nicht als etwas erlebe, was mich selbst definiert. and therefore not going into a struggle not to be the way I actually am, Darum ich mich nicht anstrengen muss, nicht das zu sein, was ich bin. oh, I'm selfish. Einfach zu sehen, ich bin selbstsüchtig. Sometimes I'm more selfish than other times. Manchmal mehr als zu anderen Zeiten. So I can start to look what are the external and internal factors that cause me to be more selfish. Dann kann ich wirklich nachschauen, was sind eigentlich die inneren und äußeren Faktoren, die das bewirken, dass ich selbstsüchtig bin. Then we start to see cause and effect, Auf diese Weise entdecken wir Ursache und Wirkung. dependent origination on the basis of this that arises. Abhängiges Entstehen. Auf der Grundlage von diesem Faktor tritt das in Erscheinung. And we see that moving through me is this infinite patterning and repatterning of the forms of manifestation. So kann ich feststellen, wie dieser Vorgang des Schaffens von Mustern und neuen Mustern sich durch mein Gefüge sozusagen bewegt. And this is the outer level of clarity. Das ist die äußere Ebene von Klarheit. So the less ego identification, the less I as a person feel defined by what is arising, Je weniger Identifikation des Egos, je weniger ich mich durch das, was in Erscheinung tritt, als Person bestimmt oder definiert empfinde, the more I can relax and calmly see, oh, I'm selfish. desto mehr kann ich mich entspannen und ganz ruhig betrachten, ich bin selbstsüchtig. So when selfishness arises as part of the continuum of my experience in this life, Wenn also Selbstsucht sich einstellt als Teil dieses Flusses meines Seins, this is a condition. ist das eine Bedingung And oder ist das bedingt? as the great Dzogchen teacher Namkhai Norbu always says, you have to work with conditions. Wie der große Dzogchen-Lehrer Namkhai Norbu immer sagt, man muss sich mit den Bedingungen auseinandersetzen oder den Bedingtheiten. It's not that you can decide, oh, I'll never be selfish again. Es funktioniert nicht zu sagen, einfach zu entscheiden, ich werde nie mehr selbstsüchtig sein. But this is a tendency. Aber das ist eine Tendenz. By allowing myself to explore the tendency and be with the tendency, Und dadurch, dass ich mir gestatte, diese Verhaltenstendenz zu untersuchen, zu erforschen, I put my arm around it. I embrace it as part of myself. erlebe ich das und umarme ich das quasi als Teil meines Selbstes. And this is the integration of all the factors of samsara and nirvana.
Das ist die Integration aller Anteile von Samsara und Nirvana. So whether we have good qualities or what we take to be bad qualities manifesting, Egal, also ob wir es sich gerade gute oder das, was wir für gute Qualitäten halten oder für schlechte Qualitäten halten, manifestiert. the key thing is to be simple and honest with what is arising. Bleibt dabei der Schlüssel, immer schlicht und ehrlich mit dem zu sein, dem gegenüber zu sein, was in Erscheinung tritt. We might become lonely or sad or feel pathetic or feel we've wasted our lives. Wir könnten uns einsam oder traurig fühlen oder das Gefühl haben, wir haben unser Leben verschwendet, uns theatralisch empfinden. As the teachings say again and again, don't try to push this arising experience away. Lächerlich. Auf jeden Fall ist es so, wie die Lehren sagen, dass es nicht darum geht, zu versuchen, diese Erlebnisse wegzuschieben. Don't merge into it as if it was the essential truth about yourself. Aber auch nicht damit zu verschmelzen, als sei das die essentielle Wahrheit unserer selbst oder Wirklichkeit. But this is just a particular form which is filling the sky of the mind. Dies ist einfach nur eine bestimmte Form, die den Himmel des Geistes erfüllt. There's so a couple of hundred years ago, a wonderful English painter called John Constable. Vor ungefähr 100 Jahren gab es einen wundervollen englischen Maler, John Constable, And he was fascinated by clouds. der von Wolken fasziniert war. And he traveled all over the place with his little sketchbooks, drawing clouds. Und der mit seinem Skizzenbuch überall hingefahren ist, um diese Wolken zu zeichnen. And you can see this. I mean, there are collections and sometimes there are big exhibitions, just room after room of clouds. Und das kann man sich anschauen, manchmal in großen Ausstellungen, in jedem Ausstellungszimmer Wolken, Wolken, Wolken. Now, you can't have clouds without the sky. Ohne den Himmel kann man aber keine Wolken haben. So if there are clouds, there's the sky. Das heißt, wenn da Wolken sind, ist auch ein Himmel. The obscuration is in the sky of the mind. Diese Verdunklung spielt sich im Himmel des Geistes ab. The obscuration or the cloud is already in the sky. Diese Verdunklung ist bereits, oder die Wolken sind bereits in dem Himmel. It is non-dual with the space of the sky. Es ist nicht dual Teil der Weite des Himmels. The cloud doesn't push the sky out to make space for itself. Die Wolke drückt nicht den Himmel weg, um für sich Platz zu schaffen. The cloud and the sky are inseparable, like the reflection in the mirror. Wolke und Himmel sind untrennbar, genauso wie Reflexion und Spiegel. So when you feel dull and stupid or unloved, Wenn man sich also dumm, ungeliebt fühlt, when you're sad and angry with yourself because once again you got in a mess, wenn man traurig ist und zornig auf sich selbst, weil man sich wieder in irgendeine schwierige Situation gebracht hat. the key thing is, oh, this is a reflection in the mirror. Liegt der Schlüssel darin zu erkennen, das ist eine Reflexion im Spiegel. If I just stay present with what is arising, Wenn ich einfach gegenwärtig bleibe mit dem zusammen, was in Erscheinung tritt, it will dissolve and go free. wird es sich auflösen und befreien. Just like the clouds dissolve back into the space of the sky. Wie die Wolken sich auflösen in die Weite des Himmels. But if I merge into this arising, Wenn ich aber mehr oder weniger schmelze, eintauche in diese Erscheinung, then instead of seeing the unborn or the primordial integration of space and manifestation, ist es so, dass statt diese ursprüngliche Integration von Weite und Erscheinung zu erkennen, my own involvement and identification and attachment creates disintegration. dann kreiert, dass ich darin verstrickt bin und mich damit identifiziere, eben die Trennung oder die Disintegration. I hate myself. Ich hasse mich. I'm pathetic. Ich bin lächerlich. I promised myself I never do that again and I've done it. Und ich habe mir doch versprochen, das nie wieder zu tun und habe es trotzdem gemacht. When we feel like this, we are completely isolated from the environment around us. Und wenn wir uns so fühlen, sind wir vom gesamten Umfeld um uns herum abgeschnitten. It's as if we've fallen into a deep well.
als ob wir in einen tiefen Brunnen gefallen wären. And we're just in this echo chamber of our own self-attacking thoughts. Wir befinden uns in dieser Art akustischen Echokammer, in der wir ständig von unseren eigenen Gedanken angegriffen werden. This is actually just a dense cloud, Das ist tatsächlich nur eine ganz dichte Wolke. and the clouds are always in the sky. Und die Wolken sind immer im Himmel. Oh. When you give space to it and you think, yeah, I'm an asshole. Wenn man dem Raum geschenkt und sagt, ja, ich bin ein Arschloch. But what a luminous, shining. Aber was für ein strahlendes Arschloch. If all the Buddhas of the 10 directions and the 3 times gathered together, they could not make a more perfect asshole. Wenn sich all die Buddhas der 3 Zeiten und 10 Richtungen versammeln, könnten sie kein vollkommeneres Arschloch sein. I am the Vajra fuck-up. Ich bin der Vajra-Versager. And then it's gone. Und dann ist es weg. It's the ego means the merging with the content of what is arising. Das ist das, was das Ego immer will, dieses sich verschmelzen und eintauchen in den Inhalt, der in Erscheinung. The ego is not a thing. Das Ego ist kein Ding. In Buddhism, they always say there are no things, Und im Buddhismus wird immer darauf hingewiesen, es gibt keine Dinge. but there are processes or patterns of manifestation, which means temporary formations of energy. Was es aber gibt, sind Prozesse und Manifestationsmuster, das heißt zeitweilige Manifestationen und Erscheinungen von Energie. Or maybe you feel happy and relaxed. Vielleicht fühlt man sich glücklich und entspannt. I feel all of a peace. Ich fühle mich total in Frieden. I'm just me. Ich bin einfach ich. And then I do something wrong, Und dann mache ich irgendwas Falsches. and now I hate myself. Dann hasse ich mich. So there's 2 of me now. There's a self, which I don't like, and me. Da gibt es jetzt 2 Ich. Einmal das Selbst, was ich nicht mag, und dann das Ich. So I am both the judge and the judged. Ich bin also der Richter und der Gerichtete. So this is duality. Das ist Dualität. We have an internal splitting and we have external splitting. Da entsteht eine innere Spaltung und eine externe Spaltung. But we're splitting within the whole. Wir spalten uns aber innerhalb des Gesamten. The whole is never split. Das Gesamte ist nie gespalten. The splitting occurs inside the whole. Diese Spaltung tritt innerhalb des Gesamten auf. For example, say you had a small garden, Wenn man zum Beispiel einen kleinen Garten hätte and in the garden you have a pond. und dort einen kleinen Teich, You see the water, and sometimes when it rains, you see the pattern of the rain on the water. man sieht das Wasser und wenn es regnet, dann sieht man die Muster, die die Regentropfen auf dem Wasser machen. And then the winter comes, Und dann kommt der Winter and the water starts to freeze. und das Wasser beginnt zu frieren. And you take a hammer and you hit the ice. Und dann nimmt man einen Hammer und haut auf das Eis. Now this pond is full of pieces of ice. Und dann ist der Teich voll mit Eisstückchen. Then the spring comes, Dann kommt der Frühling the ice thaws, und das Eis taut. and you have a pond of water. Und dann hat man wieder einen Wasserteich. The basis of the fragments of the ice was the water. Die Grundlage für diese Eisteilchen ist das Wasser. Oder war Due das to Wasser? causes and conditions, we had many sharp pieces of ice. Aufgrund von Ursachen und Bedingungen hatten wir dann sehr viele scharfkantige Eisstücke. Each with their own shape, Jedes davon mit seiner eigenen Form seemingly different und scheinbar unterschiedlich, in terms of the form of their manifestation. gemäß der Form ihrer Manifestation. But with the warmth of the spring, Aber die Wärme des Frühlings we see that this separation is an illusion. bewirkt, dass wir entdecken können, dass diese Trennung eine Illusion war. Because now the water drip, drip, drip melts and suddenly there is your pond. Das Wasser schmilzt wieder tropfenweise und dann hat man wieder seinen Teich. So this is again why we should always have tenderness in the meditation practice. Das ist ein wichtiger Grund dafür, warum wir in der Meditation sanft und zärtlich sein sollen. The warmth brings melting.
Die Wärme bewirkt das Schmelzen. So your practice is like Tummo, where you increase the heat. Darum gibt es solche Praktiken wie Tummo, wo man die Hitze erzeugt und verstärkt. And if you do a lot of focus meditation, you can feel quite warm. Tibetans call this drip. Wenn man sehr fokussierte Meditationen ausführt, merkt man oft, dass einem warm wird. Das wird Drip genannt in Tibetisch. The function of the warmth is to allow us to relax. Und die Wärme hat die Aufgabe, die Funktion, dass sie uns gestattet, uns zu entspannen. If you go out of the house on a cold morning, just tense up a little bit. Wenn man eines kalten Morgens rausgeht, dass man sich angespannt fühlt durch die Kälte. But if you go out on a beautiful summer morning and you see the sunlight dappling in the leaves, relax. Wenn man stattdessen an einem wundervollen Sonnenmorgen rausgeht im Sommer und man sieht das Spiel des Lichtes auf den Blättern, dann entspannt man sich. And when we relax, we're more inclusive. Wenn wir uns entspannen, dann sind wir, das weiß ich nicht, wie ich das übersetzen soll. Sind wir mehr rezeptiv, können wir alles mehr willkommen heißen. And when you tense up, you're more exclusive. Und sobald man sich anspannt, schließt man mehr aus. This is very common sense. Das ist natürlich ganz normaler, gesunder Menschenverstand. So what we're doing in the meditation is always to see the points of fragmentation, of freezing, of division, splitting. Was wir in der Meditation probieren, sind diese Punkte mitzubekommen, wo die Dinge sich aufspalten in einzelne Teile, wo sie sich spalten, wo sie einfrieren. Due to splitting, we have the division of good and bad. Durch diese Spaltung kommen wir zu gut und schlecht. Like and not like. Mögen und nicht mögen. So on the outer level we want to control our anger and desire. Und das heißt, auf der äußeren Ebene möchten wir unseren Zorn und unsere Begierden unter Kontrolle bekommen. Because these are the energetic consequences of splitting. Weil das die energetischen Konsequenzen dieser Spaltung darstellen. We desire someone or something because we think they are special. Wir begehren etwas oder jemanden, weil wir das Gefühl haben, das oder der ist was Besonderes. You are the one and only. Du bist der Einzige, die Einzige. My one true love. Meine einzige wahre Liebe. The world is full of false loves. Die Welt ist voll von falschen Lieben. Why have one true love when you could have 1,000 false loves? Warum sollte man eine wahre Liebe haben, wenn man 1000 falsche haben kann? What is making the true love true? Was macht denn die wahre Liebe zur wahren Liebe? This is what we in primary school we learn. Don't put all your eggs in one basket. Das ist das, was man in der Vorschule schon lernt. Wir sollten nicht alles auf ein Pferd setzen. So when we learn about Mahayana Buddhism, we have not all the eggs go into one basket, but it's a basket which can't fall. Und im Mahayana-Buddhismus ist es so, dass wir anfangen, alles auf ein Pferd zu setzen. Aber dieses Pferd kann nicht scheitern. May all beings be happy. Mögen alle Wesen glücklich sein. The only basket big enough to hold all sentient beings is the Dharma Dhatu. Der einzige Raum oder das einzige Pferd in meinem deutschen Bild, das groß genug ist, alle Wesen zu beheimaten, ist der Dharma Dhatu. You cannot really wish all sentient beings well if you hold them as strongly real. If you hold them as strongly real, if you think, okay, they have truly defining qualities. Man kann nicht wirklich alle fühlenden Wesen Gutes wünschen, wenn man sie für ganz wirklich und absolut wahrhaftig hält oder wirklich hält. May all beings be happy, because why not? Mögen alle Wesen glücklich sein, weil, warum nicht? The Buddha says, we create suffering for ourselves. Buddha sagt, wir erschaffen selber Leiden für uns selber. So, although we say, may they be happy, as if there was a method of becoming happy. Obwohl wir also sagen, mögen sie glücklich sein, als gäbe es da eine Methode, wie sie glücklich werden könnten. It's much more about dissolving the basis. Geht es vielmehr darum, die Grundlage for the aufzunehmen. generation of suffering. Die Grundlage, die Leiden erzeugt. Suffering arises due to splitting.
Denn Leiden ergibt sich aus der Spaltung. Self and other. Selbst und anderes. So, as we go into the text quite soon, and he's talking about the mind. Wir beschäftigen uns mit dem Text gleich und hier spricht er vom Geist. In Tibetan, the word sem, mind, can have a very open meaning or quite a narrow meaning. Und das tibetische Wort Sem, Geist, kann sowohl eine sehr weit gefasste Bedeutung als auch eine sehr enge Bedeutung haben. We might say, my mind feels really dull. Wir könnten zum Beispiel sagen, mein Geist fühlt sich sehr dumpf an. So, when we have a proposition like that, it's as if I have a mind, I'm somehow the owner of this mind, and I'm describing that today it's dull. Wenn wir so eine Vorstellung haben, dann beinhaltet das, dass wir quasi einen Geist besitzen und dieser Geist, den wir besitzen, heute in diesem oder jenem Zustand sich befindet. But the text and the practices that we'll do, they're always taking us in the direction of curiosity about this sort of formulation. Aber der Text und die Praktiken, die hier vorgestellt werden, die regen uns immer an, dazu neugierig zu sein in Bezug auf dieses Gefüge, was sich uns bietet. Our mind is very imaginative. Unser Geist ist hat sehr viel Vorstellungskraft. And we know that our mind also can define itself. Und wir wissen auch, dass unser Geist sich selbst definieren kann. And we know that our mind can describe itself in different ways to different situations. Und dass er sich in unterschiedlichen Arten und Weisen in unterschiedlichen Situationen beschreibt. So, if a teenager goes out for an evening, Wenn ein Teenager abends ausgeht, the next day they will describe the evening in one way to their mother and in another way to their friends. wird so ein Teenager am nächsten Tag eine Version seiner Mutter erzählen und seinen Freunden eine andere Version vom letzten Abend. An act of compassion, not to disturb Holy Mother. Und natürlich ist das ein Akt des Mitgefühls, wo man die Mutter halt nicht total verstören möchte. Protecting her from a painful truth is not a lie. Sie von einer schmerzhaften Wahrheit zu beschützen, ist keine Lüge. So that's how we see, oh, I am narrative. Dadurch kann man erkennen, ich bin eine Geschichte. If we're playing on the ground with a child of 3 or 4, completely transformed from talking when you're at work. Wenn man zum Beispiel mit einem 3-, 4-jährigen Kind auf dem Fußboden sitzt und spielt, ist man vollkommen transformiert im Vergleich dazu, wie man bei der Arbeit spricht. These are potential formations which I possess and which manifest according to circumstances. Das sind potenzielle Gefüge, die mir gehören und die sich jeweils den Umständen gemäß zeigen. If I say these are potential identities which I possess, that's also again a false formulation. Das wäre falsch formuliert, wenn man sagt, das sind potenzielle Arten von Identität, die mir gehören oder die ich besitze. Because actually we are on the very edge of language. Hier befinden wir uns wirklich am Abgrund von Sprache. We try to describe the indescribable. Wir versuchen das zu beschreiben, was man nicht beschreiben kann. So we have many metaphors and similes. Darum gibt es sehr viele Metaphern und sehr viele Bildnisse. We say the mind is like the sky. Sagen wir also, der Geist ist wie der Himmel. In the sky a cloud arises. Und in dem Himmel tritt eine Wolke in Erscheinung. My mind simultaneously is the cloud and the sky. Mein Geist ist sowohl die Wolke als auch der Himmel. I'm sad, Ich bin traurig, like a cloud, wie eine Wolke. and I'm aware that I'm sad, Und ich bin dessen mir bewusst, like the sky, wie der Himmel. simultaneously. Gleichzeitig. So the openness of the mind and the closure of the mind, it's not like going from Berlin to Moscow. Das heißt, die Offenheit des Geistes und die Fokussiertheit des Geistes ist nicht, als würde man sich von Berlin nach Moskau begeben. Samsara and Nirvana are not two different places. Samsara und Nirvana finden nicht an verschiedenen Orten statt. If you like, Samsara is niched within the potential for Nirvana. Denn Samsara ist
eingefasst in das, als ein Potenzial in Nirvana. And both are niched within the unborn openness of the mind itself. Beide sind Teil dieser ungeborenen Offenheit des Geistes selbst. So, since we got up this morning, we've had sensations, feelings, hopes, fears, and so on. Seit wir heute früh aufgestanden haben, haben wir Empfindungen gehabt, Gefühle, Hoffnungen, Befürchtungen. This is the movement of the flow of experience. Das ist einfach die Bewegung des Erlebnisflusses. Some of that feels as if it's arising out of me. Manches fühlt sich so an, als käme es aus mir heraus. Some of it feels as if it's coming into me from external stimuli. Anderes fühlt sich so an, als käme es von äußeren Stimuli. But either way, it arises and passes. Beides tritt gleichermaßen aber in Erscheinung und verschwindet auch wieder. And I'm still here. Und ich bin immer noch da. But I'm not here as that experience. Ich bin aber nicht hier als dieses Erlebnis. So this brings us always to the point. Who is the one who is here? Das zeigt immer wieder auf denselben Punkt, wer ist denn hier? Because the mind is always filling with something, Weil der Geist immer mit irgendwas erfüllt ist oder von etwas erfüllt ist. the one who is here can easily be named as me. Kann man ganz leicht die Person, die hier oder der hier zu sein scheint, als ich bezeichnen. And today, oh, maybe I'm a bit sad. Heute bin ich vielleicht ein bisschen traurig, So I'm sad. also bin ich traurig. But you weren't sad before. Aber davor war ich nicht traurig oder war man nicht traurig. And now you're smiling. Have you forgotten to be sad? Jetzt lächelt man sogar. Hast du vergessen, traurig zu Oh, sein? sorry, I mustn't betray my true nature. Es tut mir leid, ich darf meine wahre Natur nicht betrügen oder ihr nicht untreu werden. So the happiness and the sadness are moving on and on and on. Das heißt, Fröhlichkeit, Frohsinn und Traurigkeit bewegen sich immer weiter. And I'm still here. Ich bin immer noch da. But because I'm so used to focusing on the content of my mind, on what is emerging, manifesting, Weil ich aber so sehr daran gewöhnt bin, mich mit dem Inhalt des Geistes, mit dem, was in Erscheinung tritt, da einzutauchen und damit zu verschmelzen. and I know what to do with it. Und auch weiß, was ich damit anfangen kann. It gives me something to do. Das führt dazu, dass ich tatsächlich dann auch eine Beschäftigung habe. And then it's very tempting to stay with that. Und darum ist es so verführerisch, dabei zu bleiben. As the old saying is, better the devil you know. Wie dieser alte Spruch, wie sagt man denn auf Deutsch, also den Teufel, den man schon kennt, der ist besser. Also ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, da gibt es bestimmt ein Sprichwort. Ihr wisst, was gemeint ist. So samsara is our faithful demon. Das heißt, Samsara ist unser treuer Dämon. We know how to be in samsara. Wir wissen, wie das geht, in Samsara zu We sein. know how to be anxious, to worry about our children, to think about old age and so on. Wir wissen, wie man angespannt und ängstlich sein kann, uns Sorgen zu machen um unsere Kinder, ums Alter sich Sorgen zu machen. That is to say, we have all spent our lives in a particularly esoteric study. Auf diese Weise kann man sagen, dass wir alle unser Leben mit esoterischen Studien verbracht haben. It was not taught explicitly at school, Das wurde zwar an der Schule nicht direkt gelehrt, but we have all devoted our lives to it. dennoch haben wir unser Leben dem gewidmet. We are cloudologists. Wir sind Wolkologen. So we are completely fascinated by the clouds that fill the sky of our mind. Wir sind total fasziniert von den Wolken, die unseren Geist, den Himmel unseres Geistes erfüllen. And because we see the cloud, we don't see the sky. Und weil wir die Wolken betrachten, sehen wir den Himmel nicht. So this text by Saraha is to bring us back and turn our attention to the sky. Und dieser Text von Saraha zielt darauf ab, uns zurück dahin zu bringen, dass wir unsere Aufmerksamkeit wieder dem Himmel widmen. Now, there's not so much to say about the sky Tatsächlich kann man über den Himmel nicht so rasend viel sagen. because it's ungraspable. Er ist ungreifbar. Clouds at least have some form. Wolken haben wenigstens nur Form. So we can say some clouds look like an elephant or an aeroplane. Man kann sagen, oh, diese Wolke sieht aus wie ein Elefant oder wie ein Flugzeug.
because there seems to be something that you can hold on to. Da scheint etwas zu sein, woran man sich, was man dingfest machen kann. The clouds are the terrain of the ego, Wolken sind das Spielfeld des Egos. because the ego is itself a cloud. Denn das Ego selbst ist eine Wolke. It has seeming formation, but no essence or substance. Es hat ein scheinbares Gefüge oder eine scheinbare Form, aber keine Essenz. So it arises in conversation or in dialogue or in dualistic interaction with other cloud formations. Und es tritt in Erscheinung tatsächlich im Zwiegespräch, in der Interaktion mit anderen Wolken. And this movement of subject, object, self and other, this pulsation, is just the vibratory way that energy emerges from the ground. Und dieses Pulsieren, dieses sich bewegen von Subjekt und Objekt, von selbst und anderen, ist einfach eine Schwingung von Energie. But awareness, which is the illuminating capacity of our own mind to reveal the qualities of the ground, the openness of the ground of our being. Gewahrsein ist aber eben diese strahlende Qualität unseres Geistes, die Grundlage, das Fundament unseres Seins als solches offenbart. Is not something we can define very clearly. Das ist nichts, was man klar definieren könnte. We can learn to look at ourselves. Wir können lernen, uns selbst zu betrachten. You can keep a diary. Und wir können ein Tagebuch führen. You can go to therapy. You can talk about yourself and try to see how you are. Eine Therapie machen, über uns selbst sprechen und versuchen zu beginnen, zu sehen, wie wir eigentlich sind. Actually, you're looking at how you become. Tatsächlich schaut man darauf, wie man wird. The patterns of manifestation. Die Muster, die sich manifestieren. One in psychoanalysis would be referred to as transference, is simply the repetition compulsion of certain pattern formations. In der Psychotherapie würde man sagen, das sind einfach zwanghafte Wiederholungen von bestimmten Mustern, die man wiederholt. As I describe myself to the therapist and what has happened for me, Wenn ich dem Therapeuten oder der Therapeutin beschreibe, wer ich bin, was mir geschehen ist, I'm indulging in an act of creative composition. dann schwelge ich in einer in der Handlung einer kreativen Komposition. Ich komponiere etwas. I'm inventing myself for the therapist. Für den Therapeuten oder Therapeutin erfinde ich mich. That's not because I want to be deceitful, Das ist nicht, weil ich den betrügen will but that's what I always do. oder täuschen will, sondern deswegen, weil ich das immer mache. Because the self is not something hidden inside us. Das Selbst ist ja nichts, was in uns verborgen wäre, The self describes becoming. sondern das Selbst beschreibt das Werden als solches. And we become according to circumstances. Und wir werden gemäß der Umstände. So if you talk to your grandmother, then you talk to your mother, then you talk to your therapist, then you talk to your best friend. The same sort of events are being described in different ways. Ob man mit seiner Großmutter spricht, seiner Mutter, seinem Therapeuten oder seinem besten Freund oder Freundin, wird das gleiche Erlebnis jeweils in vollkommen anderer Art und Weise erzählt. This is not because inside you know the real truth, but tactically you present it in different ways because this is a means to an end to assure some gain for yourself in some perverse Darwinian theater. Und das tun wir nicht, weil wir taktisch vorgehen wollen, weil wir uns in einer Art pervertiertem, darwinistischen Theater befinden und deswegen darauf in entsprechender Weise die Ereignisse darstellen, weil wir uns einen jeweils bestimmten Gewinn erhoffen. We describe ourselves in different ways
because the description is always a creative formulation. Wir beschreiben uns jeweils unterschiedlich, weil Beschreibung als solches immer ein kreatives Gefüge ist. There is no enduring individual essence. Da gibt es keine innewohnende individuelle Essenz. Keine dauerhafte individuelle Essenz. That's something quite amazing. Und das ist schon sehr erstaunlich. If you want to be reliable, that would be a problem. Wenn man verlässlich sein möchte, das würde hier ein Problem darstellen. But when we see that what we call myself is dialogic, that is to say it's part of a dialogue, it's part of a conversation, it requires the other. Whether that's an internal other and you're engaged in your own ruminations or an external other, it's formulated as an expression which is contextually finding itself. Wenn wir aber erkennen, dass unser Selbst tatsächlich vom Dialog, vom Zwiegespräch abhängig ist, egal, ob es sich um ein inneres Zwiegespräch mit internen Faktoren handelt oder ein Zwiegespräch mit irgendetwas scheinbar da draußen Seiendem, formt sich dieses Selbst in diesem Zwiegespräch jeweils in diesem Rahmen des Kontextes. So this is the heart of the Mahayana understanding. Das ist das Herz der Auffassung des Mahayana. That there is wisdom, which is awakening to emptiness, Dass es Weisheit gibt, die zur Leerheit erwacht, and compassion, which is relating to others as they manifest. und Mitgefühl, das das mit anderen in Beziehung tritt. When I experience the emptiness of my own mind, Erlebe ich die Leerheit meines eigenen Geistes? I can't find it. And yet, it's always filling. Kann ich ihn nicht finden und trotzdem ist er ständig erfüllt. It's empty and full at the same time. Gleichzeitig leer und erfüllt. Emptiness is wisdom, and the fact that the mind can fill, and that mode of filling can be very precisely articulated in connectivity with another person, takes us towards compassion. Leerheit ist Weisheit und dass der Geist sich füllt, und zwar, dass der Geist sich immer jeweils im Zusammenhang des Bezugnehmens auf jemand anders füllt, das ist das, was uns in Richtung Mitgefühl bringt. From the Buddhist point of view, what stops compassion is having ideas about who I am and having ideas about who you are. Vom buddhistischen Standpunkt aus betrachtet ist das, was Mitgefühl verhindert, dass wir feste Vorstellungen von dem haben, was ich selber bin und davon, was andere sind. When these clouds dissolve, we have the open sky. Sobald diese Wolken sich auflösen, gibt es nur den offenen Himmel. This is illuminated by Rigpa, by awareness, which is often compared to the sun. Und der ist von Rigpa erhellt, von Gewahrsein, das oft mit der Sonne verglichen wird. If you look directly in the sun, you go blind. Wenn man direkt in die Sonne schaut, erblindet man. That is to say, Rigpa is not an object for concepts. Dadurch wird ausgedrückt, dass Rigpa wirklich kein Objekt für Konzeptualisierung You ist. cannot grasp it with a thought, Man kann das mit einem Gedanken nicht erfassen. yet it illuminates everything. Nichtsdestoweniger erhält es alles. The ungraspable illuminator. Das Ungreifbare, alles Erhellende. It illuminates everything, including the clouds. Es erhellt alles, macht alles sichtbar, sogar die Wolken. So now we see my empty mind will find a way to be close to the different formations of human beings. Auf diese Art und Weise kann mein leerer Geist einen Weg finden, mit den unterschiedlichsten Formen menschlicher Wesen, nahe zu sein. So if you spend time with cats, you know very well that they show you very precisely what they want. Wenn man
Zeit mit Katzen verbringt, dann weiß man genau, dass die einem immer sehr präzise zeigen, was sie möchten. Sometimes a cat comes and sits beside you and it doesn't want to be touched. Manchmal kommt so eine Katze, setzt sich neben einen hin und möchte aber gar nicht angefasst werden. Sometimes it does want to be touched. Und manchmal möchte sie angefasst When werden. you touch it, it starts to purr. Und wenn man sie streichelt, dann beginnt sie zu schnurren. And the cat is in communication. Die Katze kommuniziert. You don't need to study cats, you just need to be with this presence. And energetically, you are being given permission or not permission. Man muss dazu Katzen nicht studieren, sondern einfach mit der Katze zusammen sein, so wie sie jetzt ist, in Kommunikation. Und dann merkt man schon, ob sie angefasst werden möchte oder nicht. So, with small children, they often want to touch a dog. Wie kleine Kinder, die ja dann zum Beispiel, wenn so ein Hund kommt, den gerne anfassen möchten. And you have to say, wait a minute, maybe the dog doesn't want you to touch him. Da muss man sagen, warte doch mal einen Moment, vielleicht möchte der nicht angefasst werden. And it probably doesn't want you to pull its tail. Und wahrscheinlich möchte er nicht, dass du ihn am Schwanz ziehst. I want to do Ich that. möchte das aber machen. So this is often the kind of compassion that we have in Dzogchen. Das ist oft unsere Art des Mitgefühls gegenüber anderen. I want to help people. Ich möchte den Leuten helfen. I'm sure it will be good for them because I would like to do it. Ich bin sicher, dass es gut für sie wäre, weil ich da Spaß dran habe. So this is the cloud. Das ist eine Folge. When we are more relaxed and more open, we're peaceful. Je entspannter und offener wir sind, desto friedfertiger. When you're peaceful, the vastness of your potential is most available. Je friedfertiger man ist, desto zugänglicher ist die Weite unseres Potenzials für alle. And therefore, by having the closest attention to the complexity of the field, you find yourself emerging intuitively in a spontaneous connection. Wenn man seinen Fokus ganz nah auf die Dinge, die in diesem Feld der Erscheinungen in Erscheinung treten, richtet, merkt man, dass man eintaucht in die einzelnen Dinge, die dort in Erscheinung treten. So this is the all-pervading compassion, which is precisely connective wherever it manifests. Das ist das alles durchdringende Mitgefühl, die in sehr präziser Art und Weise Verbindungen ermöglicht oder Verbindungen herstellt. So hopefully you can see that the most basic thing we need to be very clear about is the difference between the sky and the cloud. Ich hoffe also, dass es ganz eindeutig klar ist, dass es notwendig ist, dass wir den Unterschied zwischen Himmel und Wolken verstehen. The mind and what is arising in the mind. Den Geist und dem, was im Geist in Erscheinung tritt. Okay, if we take a break for 20 minutes. Wir machen 20 Minuten Pause.